Willkommen zu meinem Kanal. Heute hören wir die Geschichte Die unvergessliche Überraschungsparty. Am Ende der Geschichte werden wir 5 Fragen machen, um das Gehörte zu üben. Viel Spaß beim Zuhören. Die unvergessliche Überraschungsparty. Clara hat für Paul, ihren guten Freund, eine Überraschungsparty organisiert. Es war Pauls 30. Geburtstag und Clara wollte ihm eine unvergessliche Freude bereiten. Schon am frühen Morgen hat Clara im Supermarkt bunte Luftballons, Girlanden, Geschenke und Dekorationen gekauft. Anschließend hat sie in einer kleinen Bäckerei einen leckeren Kuchen bestellt. Danach hat sie ihre Freunde Bruno und Sophie angerufen, um Hilfe zu bekommen, und alle haben sich gut abgesprochen. In den Tagen vor dem Fest hat Clara viele Ideen gesammelt und lange telefoniert, damit jeder den Plan verstand. Sie hat Notizen gemacht und kleine Vorbereitungen getroffen. Am Nachmittag hat Clara gemeinsam mit Bruno und Sophie in Pauls Haus Dekorationen aufgehängt. Sie haben den Wohnbereich mit bunten Lichtern, Blumen und Papiergirlanden geschmückt. Auf Tischen lagen liebevoll verpackte Überraschungsgeschenke und der Raum roch nach frischem Kuchen und Blumen. Die Atmosphäre war fröhlich, warm und erwartungsvoll. Während der Party haben sich die Freunde an alte Zeiten erinnert. Paul hat erzählt, wie er und Clara in der Schule ihre ersten Abenteuer erlebt haben. Er hat mit leuchtenden Augen berichtet, wie sie zusammen im Park spazieren waren und über ihre Träume gesprochen haben. Bruno hat von gemeinsamen Reisen erzählt und Sophie hat eine lustige Anekdote aus ihrer Jugend wiedergegeben. Diese Erinnerungen haben alle zum Lachen gebracht und die Freundschaft zwischen ihnen noch stärker gemacht. Als Paul von der Arbeit nach Hause gekommen ist, hat er zunächst die Dunkelheit im Haus bemerkt. Er hat sich gefragt, warum das Licht aus war und warum es so still war. In genau diesem Moment hat Clara das Licht angemacht und alle Freunde haben »Überraschung« gerufen. Paul war sehr überrascht und hat sich sichtlich gefreut. Er hat gesagt: »Ich habe nicht erwartet, dass ihr das für mich gemacht habt.« Alle haben gemeinsam getanzt, gelacht und gesungen. Die Musik war fröhlich und sanft, was zur entspannten Stimmung beigetragen hat. Die Party hat lange gedauert. Es wurde viel getanzt, gesungen und Fotos gemacht. Clara hat unzählige Bilder gemacht, damit sie sich immer an diesen besonderen Tag erinnern können. Bruno und Sophie haben zusätzlich kleine, liebevoll vorbereitete Überraschungen vorgeführt, die Paul besonders gefallen haben. Nach und nach hat sich der Trubel gelegt und alle Gäste haben sich gemütlich im Wohnzimmer zusammengesetzt, um die Sterne zu beobachten. Die kühle Nachtluft hat den Raum erfrischt, während das warme Licht der Lichterkette alles in einen zauberhaften Glanz tauchte. Kurz nachdem die Feier zu Ende gegangen ist, hat Paul sich bei Clara und den anderen Freunden von Herzen bedankt. Er hat betont, dass er einen der schönsten Geburtstage seines Lebens erlebt hat. Mit Umarmungen und einem letzten strahlenden Lächeln haben sich die Freunde verabschiedet. Am nächsten Morgen ist Clara früh aufgestanden und hat einen ruhigen Spaziergang gemacht, um über den wunderbaren Tag nachzudenken. Sie hat festgestellt, wie viele liebevolle Momente in nur einem Tag möglich waren. Die Überraschungsparty hat allen gezeigt, dass wahre Freundschaft und Zusammenhalt das Wichtigste im Leben sind. Wir haben die Geschichte Die unvergessliche Überraschungsparty gehört. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, denken Sie bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen, damit ich noch mehr solcher Videos für Sie machen kann. Bevor wir zu den Fragen übergehen, können Sie das Video gerne zurückspulen und die Geschichte noch einmal anhören. Viel Erfolg beim Üben. Wer hat die Überraschungsparty für Paul organisiert? A. Bruno, B. Clara, C. Sophie, D. Paul. Richtige Antwort: B. Clara. Clara hat für Paul, ihren guten Freund, eine Überraschungsparty organisiert. Was hat Clara am Morgen gemacht? A. Sie hat einen Kuchen gebacken. B. Sie hat Geschenke eingepackt. C. Sie hat im Supermarkt bunte Luftballons, Girlanden,
Geschenke und Dekorationen gekauft. D. Sie hat die Musik ausgesucht. Richtige Antwort. C. Sie hat im Supermarkt bunte Luftballons, Girlanden, Geschenke und Dekorationen gekauft. Schon am frühen Morgen hat Clara im Supermarkt bunte Luftballons, Girlanden, Geschenke und Dekorationen gekauft. Wie hat Paul auf die Überraschung reagiert? A. Er war wütend. B. Er war traurig. C. Er war sehr überrascht und hat sich sichtlich gefreut. D. Er hat nicht reagiert. Richtige Antwort. C. Er war sehr überrascht und hat sich sichtlich gefreut. Paul war sehr überrascht und hat sich sichtlich gefreut. Er hat gesagt: Ich habe nicht erwartet, dass ihr das für mich gemacht habt. Mit wem hat Clara das Haus dekoriert? A. Nur allein. B. Mit Bruno und Sophie. C. Mit Paul und Bruno. D. Mit allen Gästen. Richtige Antwort. B. Mit Bruno und Sophie. Am Nachmittag hat Clara gemeinsam mit Bruno und Sophie in Pauls Haus Dekorationen aufgehängt. Was haben die Freunde nach der Party gemacht? A. Sie haben das Haus verlassen. B. Sie sind sofort nach Hause gegangen. C. Sie haben noch einen Film geschaut. D. Sie haben sich im Wohnzimmer zusammengesetzt und die Sterne beobachtet. Richtige Antwort. D. Sie haben sich im Wohnzimmer zusammengesetzt und die Sterne beobachtet. Nach und nach hat sich der Trubel gelegt und alle Gäste haben sich gemütlich im Wohnzimmer zusammengesetzt, um die Sterne zu beobachten. Warum war Paul überrascht, als er nach Hause kam? A. Weil das Licht aus war und das Haus ruhig war. B. Weil Clara ihn angerufen und alles verraten hat. C. Weil er eine Nachricht von seinen Freunden erhalten hat. D. Weil er wusste, dass eine Party geplant war. Richtige Antwort. A. Weil das Licht aus war und das Haus ruhig war. Als Paul von der Arbeit nach Hause gekommen ist, hat er zunächst die Dunkelheit im Haus bemerkt. Er hat sich gefragt, warum das Licht aus war und warum es so still war. Liebe Zuschauer, zuerst möchte ich euch für eure Mühe beim Deutschlernen gratulieren. Es ist nicht einfach, aber euer Einsatz ist wirklich toll. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dieser kleine Support hilft mir, euch in eurem Deutschlernabenteuer mit nützlichen Inhalten zu unterstützen und weiter an eurer Seite zu sein. Bis zum nächsten Mal.